Hallo, willkommen zu 听说 Chinesisch. Jeder, der Chinesisch lernt, stößt früher oder später auf eine Frage. Warum muss man die Strichfolge beim Schreiben von Schriftzeichen beachten? In diesem Video will ich dir erklären, warum das so wichtig ist. Das Video ist in 4 Teile gegliedert. Wie Striche die Bedeutung chinesischer Schriftzeichen formen, warum die Strichfolge wichtig ist, grundlegende Striche der chinesischen Schriftzeichen, grundlegende Reihenfolge der Striche. Auch wenn chinesische Schriftzeichen wie Bilder aussehen, unterscheidet sich das Schreiben von Schriftzeichen von Zeichnen eines Bildes. Chinesische Schriftzeichen sind eine Art Symbolschrift. Jeder Strich hat eine bestimmte Bedeutung und Funktion, sowie jedes Puzzleteil eines Puzzles wichtig für das Gesamtgefüge ist. Hier 2 Beispiele. Die 3 Striche im Zeichen Shan, Berg, symbolisiert die Bergspitzen, während das geschwungene Striche im Zeichen Shui, Wasser, das Fließen des Wassers darstellen. Jeder Strich ist ein Teil des Schriftzeichens und ein fehlender oder hinzugefügter Strich verändert das Zeichen und seine Bedeutung. Beispiele: Mo und Ben. Mo steht für Baum. Fügt man unter einem horizontalen Strich hinzu, entsteht das Zeichen Ben, das Basis oder Grundlegende bedeutet. Dieser Strich macht das Zeichen bedeutungsvoller und verweist auf die Wurzel des Baums. Da und Tai. Da bedeutet groß. Fügt man unter einem Punkt hinzu, wird es zu Tai, das sehr oder zu viel bedeutet. Die Strichfolge sorgt dafür, dass die Schriftzeichen ästhetisch ansprechend und strukturell konsistent sind, was das Verständnis für andere erleichtert. Zum Beispiel: Beim Zeichen Zhong, Mitte, schreibt man erst den äußeren Rahmen und dann den senkrechten Strich in der Mitte, damit er gut zentriert ist. Beim Zeichen Shui, Wasser, folgt die Reihenfolge: erst der senkrechte Strich, dann die schrägen Striche. So bleibt das Zeichen symmetrisch und wirkt fließend wie Wasser. Wenn man die Striche durcheinander schreibt, wirkt das Zeichen unordentlich. Die richtige Strichfolge erhöht auch die Schreibgeschwindigkeit, da sie die Handbewegungen optimiert. Zum Beispiel: Das Zeichen Mo, Baum, wird in der Reihenfolge horizontal, senkrecht, links schräg, rechts schräg geschrieben, was die Schrift eleganter und schneller macht. Beim Zeichen Huo, Feuer, schreibt man zuerst die äußeren Striche und dann die beiden mittleren, um die symmetrische, flammenartige Form zu erreichen. Die Einhaltung der Strichfolge hilft auch beim Merken der Schriftzeichen, da man so leicht aus dem Handgelenk schreiben kann und seltene Striche vergisst. Zusammengefasst: Strichfolge macht Schriftzeichen lesbarer und verständlicher. Sie erleichtert das schnelle Schreiben. Sie hilft, sich besser an die Schriftzeichen zu erinnern. In diesem Video stellen wir die 12 Grundstriche vor. Heng, ein horizontaler Strich, zum Beispiel San, 3. Shu, ein senkrechter Strich, zum Beispiel Shi, 10. Pie, ein Strich nach links unten, zum Beispiel Ba, 8. Na, ein Strich nach rechts unten, wieder das Beispiel Ba, 8. Dian, ein Punkt, zum Beispiel Liu, 6. Ti, ein aufwärts gerichteter Strich, zum Beispiel Da, schlagen. Shu Ti,
vertikale Strich mit Anhebung, zum Beispiel I-Kleidung. 横着, ein horizontaler und dann umgeknickter Strich, zum Beispiel 口, Mund. 竖钩, ein senkrechter Strich mit Haken, zum Beispiel Ding, Würfelchen. 横钩, ein horizontaler Strich mit Haken, zum Beispiel 子, Kind. 斜钩, ein schräger Strich mit Haken, zum Beispiel Ge, Speer. 握钩, ein liegender Strich mit Haken, zum Beispiel Xin, Herz. Der allgemeine Reihenfolge der Striche in einem Schriftzeichen folgt 7 Regeln. Von oben nach unten, zum Beispiel beim Zeichen 3, 3. Die 3 horizontalen Striche werden von oben nach unten geschrieben. Von links nach rechts, zum Beispiel 川, großer Fluss. Die 3 senkrechten Striche werden von links nach rechts geschrieben. Waagerecht vor senkrecht, zum Beispiel 10, 10. Erst der waagerechte Strich, dann der senkrechte. Erst nach links, dann nach rechts, zum Beispiel 人, Mensch. Erst der linke, dann der rechte Strich. Äußere Striche vor inneren, zum Beispiel 月, Mond. Erst die Außenstriche, dann die inneren. Zuerst innen, dann schließen. Zum Beispiel 回, umkehren. Erst die inneren Striche, dann der abschließende Strich. Zuerst die Mitte, dann die Seiten. Zum Beispiel 小, klein. Zuerst der mittlere Strich, dann die äußeren. Das war unser Überblick über die Grundstriche und die Strichfolge chinesischer Schriftzeichen. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Hast du schon mal erlebt, dass jemand ein Zeichen falsch verstanden hat, weil die Strichfolge nicht stimmte? Oder hast du irgendwelche anderen Erfahrungen beim Lernen von Schriftzeichen gemacht? Schreib es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.